US-Langstreckenwaffen wieder in Deutschland. Die Grünen sehen da noch Abstimmungsbedarf. Das Bündnis Sarah Wagenknecht und die Partei Die Linke warnen da vor einem neuen Rüstungswettlauf. Und zugeschaltet ist jetzt Janine Wissler, die Parteivorsitzende der Linken. Ich grüße Sie. Ich grüße Sie. Guten Tag. Ja, Frau Wissler, was ist denn das Problem mit diesen Tomahawk-Waffen in Deutschland? Na, das Problem ist, dass es ein nächster gefährlicher Schritt zu einem neuen Wettrüsten ist, dass es uns wieder dahin führt zu einem neuen Kalten Krieg und dass doch klar ist, dass es die Reaktion auf russischer Seite die ja jetzt auch angekündigt sind, auslösen wird, dass natürlich der Kreml das auch wieder als Anlass dient, eben selber auch militärische Drohungen auszusprechen, aufzurüsten. Und ich glaube, das ist einfach eine Aufrüstungsspirale, in der wir uns dann befinden, die die Welt nicht sicherer macht, sondern ganz im Gegenteil, die die Welt gefährlicher macht. Und die Stationierung von US-Langstreckenraketen in Deutschland gefährdet die Sicherheit. Damit droht man selber auch zur Zielscheibe zu werden und eben nächste Reaktionen dann eben auch wieder auszulösen. Naja, andererseits reagiert ja die NATO eben auf die russische Aggression. Und viele sagen ja auch, die einzige Sprache, die Putin versteht, das ist Stärke. Ja, aber wenn man das jetzt mal weiterdenkt, wo soll denn die Logik hinführen? Also das bedeutet, jetzt werden Langstreckenraketen in Deutschland stationiert, US-Langstreckenraketen. Ich will nur mal daran erinnern, dass im Herbst eine Wahl in den USA stattfindet. Es also durchaus sein könnte, dass solche Waffensysteme dann auch unter Kontrolle eines Präsidenten Trump stehen. Die werden dann in Deutschland stationiert. Das wird die nächsten Schritte in Russland nach sich ziehen. Also das ist doch ein Wettrüsten, bei dem überhaupt niemand gewinnen kann. Und ich erinnere mich an Zeiten, wo die Grünen und auch große Teile der SPD selber gegen Atomwaffen waren, wo man gefordert hat, den Atomwaffenverbotsvertrag endlich zu unterschreiben. Und jetzt spricht eine grüne Außenministerin selbst von nuklearer Abschreckung. Und das Problem ist doch, dass bei der heutigen Entwicklung von Waffensystemen klar ist, dass ein militärischer Konflikt zwischen Deutschland und Russland, zwischen der EU und Russland oder der NATO und Russland potenziell die Auslöschung der gesamten Menschheit bedeuten würde. Und deshalb sollten wir nicht darüber reden, wie wir immer mehr Raketen stationieren, sondern wie wir uns auf den sehr viel schwierigeren Weg machen, nämlich zu Friedensverhandlungen, zu gegenseitigen Sicherheitsgarantien. Das ist alles nicht einfach und Russland hat einen verbrecherischen Krieg begonnen, aber um den Frieden in der Welt und die Sicherheit zu wahren, das Bestehen der Menschheit, gibt es gar keine andere Möglichkeit, um wieder in Friedensverhandlungen zu kommen und Abrüstungsverträge wieder abzuschließen, statt die Ressourcen, die an anderer Stelle gebraucht werden, in die Aufrüstung zu stecken. Das sind sicher auch berechtigte Einwände, aber im Moment sieht es eben überhaupt gar nicht danach aus. Und wenn man jetzt schon eben in der NATO-Russland-Situation ist, Frau Wissler, muss man vielleicht auch sagen, diese Art Waffen waren ja eben schon viele Jahre im Kalten Krieg in Deutschland stationiert. Also man hat Erfahrung damit. Und so gesehen ist es nicht einfach auch schlauer zu sagen, man nutzt diese Erfahrung, als zum Beispiel jetzt auf Mitgliedsländer näher an Russland zu setzen und damit eben noch näher an Russland, an der Eskalation dran zu sein? Es gab die Stationierung solcher Waffen bereits. Ich erinnere auch daran, dass es damals eine sehr breite Friedensbewegung gab, die sich sehr klar dagegen gestellt hat, eben genau mit den Argumenten, dass man nicht immer weiter aufrüsten darf und dass man natürlich auch alles tun muss, um zu verhindern, dass Deutschland auch Kriegsschauplatz wird. Und ich halte es für einen schweren Fehler, dass die Ampel ja nicht nur einwilligt, sondern es auch noch begrüßt, dass US-amerikanische Waffen hier stationiert werden. Und nochmal, der US-Präsident könnte ab Herbst möglicherweise auch Donald Trump heißen. Und da muss man sich überlegen, was das eben auch für die Sicherheit bedeuten könnte. Und deshalb sehe ich das nicht als eine Vergrößerung der Sicherheit, sondern ich sehe es als enormes Sicherheitsrisiko. Und die Linke ist strikt dagegen, dass US-Langstreckenraketen, mit denen Ziele in Moskau getroffen werden können, in Deutschland stationiert werden. Das ist ein schwerer Fehler. Russland führt einen verbrecherischen Krieg und deshalb muss man Druck auch auf Russland machen, dass dieser Krieg beendet wird. Aber es ist wirklich niemandem geholfen, wenn dieser Krieg eben jetzt über die Ukraine hinaus ausgeweitet würde und am Ende in einen großen Krieg münden würde, weil das würde eben potenziell die Zerstörung von großen Teilen Europas bedeuten. Und deshalb muss alles dafür getan werden, nicht über Kriegstüchtigkeit zu sprechen, so wie der Bundesverteidigungsminister das macht,
Wir müssen darüber reden, wie wir es schaffen, Kriege zu beenden und zu einer stabilen Friedensordnung zu kommen. Das ist im Moment alles andere als leicht, das sage ich gar nicht. Diplomatie ist nicht einfach, aber das muss getan werden, weil die Alternative ist einfach ein riesiges Risiko. Das ist die Frage, ob Sie damit Ihre Wähler erreichen, denn im Moment, wie gesagt, ist die Stimmung offensichtlich etwas anders. Jeanine Wissler, danke. Ich danke Ihnen für das Gespräch.